Ich habe schon in einigen Videos über die Gegensätze gesprochen, die Extreme, die uns im Dezember und in der Vorweihnachtszeit begleiten. Und auch heute möchte ich wieder ein weiteres Gegensätzliches mit euch teilen. Denn gerade in diesem Jahr ist mir das sehr bewusst und begleitet mich sehr. Es ist der Gegensatz, der entsteht zwischen der Stille einerseits und dem Trubel, der Lebendigkeit, der Quirligkeit und der Vorfreude andererseits. Die Stille, die entsteht, weil wir im Dezember in der Vorweihnachtszeit einerseits ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, ein bisschen mehr innere Einkehr betreiben und irgendwie alles ein wenig ruhiger wird, oft eben auch in uns. Es ist die Stille, die wir in der Nachbarschaft erleben. Alles wird ein wenig ruhiger und ist nicht mehr ganz so quirlig. Es werden selten große Partys gefeiert und man hört auch selten fröhliche Jubelrufe durch geöffnete Fenster. Der abendliche Spaziergang ist deutlich stiller, denn es sind weniger Autos unterwegs zu später Stunde und die Menschen, die einem begegnen, sind auch nur noch sehr rar gesät. Außerdem wird auch die Natur stiller und kehrt eher ein und bereitet sich auf die Winterruhe vor oder befindet sich sogar auch schon in Winterruhe. Kennt ihr die Nächte, in denen der Schnee fällt und es so eine ganz besondere Stille ist? Und man glaubt, den Schnee fallen zu hören, obwohl man ihn eigentlich ja gar nicht fallen hören kann, aber irgendwie glaubt man ihn doch zu hören und alles ist irgendwie leiser, gedämpfter. Diese ganz spezielle Schneestille, auch diese Form der Stille ist eine ganz besondere Form, die unterstreicht, wie still wir doch werden können. Und andererseits gibt es aber auch die Lebendigkeit und die Geschäftigkeit, teilweise sogar Stress. Und auch das ist in der Vorweihnachtszeit ein großes Thema für die meisten. Irgendwo befinden sie sich doch eben auch im Stress und manch einer mag sagen, Gott sei Dank ist endlich Weihnachten und ist der Stress vorbei. Auch dazwischen gibt es immer mal Stille. Wenn einer von einem geschäftigen, langen Tag abends nach Hause kommt, könnte dieser jemand die Stille auch noch wahrnehmen, auch wenn das eigene Leben gerade sehr turbulent ist. Und so bietet der Gegensatz, die Stille, eine heilsame Auszeit an vom geschäftigen Alltagstrubel. Es gibt beide Extreme sehr deutlich in dieser Jahreszeit. Wir dürfen sie wahrnehmen. Wir müssen sie wahrnehmen, wir müssen sie aushalten, aber wir können selber ein ganzes Stück weit dosieren, wie weit wir auf der einen oder anderen Seite sein wollen, wie viel wir von beidem aufnehmen mögen und versuchen, eine gute Balance für uns herzustellen. Mit der Stille, dem übermäßigen Trubel entgegentreten und der zu starken Stille, die erdrückend wirken kann, ein wenig vom Weihnachtstrubel, der Lebendigkeit und Freude, die herrscht, entgegenstellen. Beide Extreme für sich zu nutzen und seinen Wohlfühlbereich zu finden, das dürfen wir sehr wohl für uns ausleben.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Ich hoffe sehr, dass du eine tolle Woche hinter dir hattest und ich freue mich sehr, dass du den Wochenausklang, das Wochenende mit mir gemeinsam hier verleben magst. Ja, was meine letzte Woche leichter, schöner, sonniger gemacht hat, ja, es ist so, dass die letzte Woche hier bei uns anders ablief, als wir es ursprünglich geplant hatten. Wir haben uns ja gerade für dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit viele schöne Dinge vorgenommen, nachdem es in den letzten Jahren ja zwangsweise nicht so möglich war und in den Jahren davor ich nicht so recht in Stimmung kam, auch nicht so richtig mochte und dann, ach, das machen wir nächstes Jahr. Und ja, dieses Jahr wollten wir es ja anders und schöner gestalten. Einerseits sehr viel ruhiger und andererseits aber auch mit sehr viel mehr ja, Aktivität fürs Herz. Und nun ist aber so, dass hier bei uns irgendwie alle krank sind. Also wir drei sind gesund, aber um uns herum sind irgendwie alle krank. Auch die, die in den letzten Jahren komplett gesund davon gekommen sind, sind nun in irgendeiner Weise krank. Gar nicht das böse C-Wort, irgendwelche anderen Erkrankungen, Magen-Darm oder einfach eine stinknormale Erkältung, die es auch noch gibt oder ja, egal, auf jeden Fall ja, ist der Krankenstand recht hoch. Und das nicht nur bei uns im Umkreis, sondern auch in Hamburg selbst so sehr, dass einige Firmen und Betriebe nicht mehr so recht wissen, wie sie noch den Betrieb aufrechterhalten sollen, weil der Krankenstand so hoch ist, die Müllabfuhr nicht regelmäßig abholen kann und solche Geschichten. Ja, also hat schon große Ausmaße angenommen und das haben wir hier gar nicht so ganz richtig mitbekommen in unserer Blase, in der wir hier leben. Und wir haben dann aber kurzfristig entschlossen, einige der Aktivitäten, der größten Aktivitäten ausfallen zu lassen, nicht hinzugehen, um selber uns jetzt nicht direkt vor Weihnachten auch noch irgendwie anzustecken oder irgendwas einzufangen. Denn ganz so gut fühlen wir uns gerade auch nicht aufgestellt von unserem Immunsystem her und wollen da nichts provozieren. Und zum anderen aber auch, weil in den direkten Familien von uns dreien eben auch irgendwie fast alle krank sind und darum dann so regelmäßige Treffen mit den Familienmitgliedern auch nicht stattfanden. Ja, so ist es auf eine Art sehr viel ruhiger gewesen, weil viele Events ausgefallen sind. Und auf der anderen Art und Weise war es aber auch sehr turbulent und schnelllebig. Und teilweise wussten wir gar nicht, wo uns die Zeit so durch die Finger davonrinnt. Denn gleichzeitig planen wir so ein paar Neuerungen, ein bisschen was anderes im nächsten Jahr anders zu machen, was Neues anzugehen. Da tut sich gerade ganz viel und der Kopf ist relativ voll auch mit sowas. Und das finde ich in der Vorweihnachtszeit eigentlich gerade der unglücklichste Zeitpunkt. Aber manchmal ist das eben so, dass es gerade dann Thema wird und gerade dann aufgegriffen wird. Und ja, so wird sich hier in der nächsten Zeit ein bisschen was für uns verändern. Und ihr werdet natürlich wieder ein bisschen was mitbekommen. So viel, wie ich dann jeweils erzählen darf, erzähle ich euch dann auch sehr, sehr gerne. Aber nicht alle Veränderungen betreffen mich primär. Und damit auch nicht primär euch, aber einige schon. Ein bisschen was werdet ihr erfahren. So ist es also eine eigenartige Woche gewesen. Einerseits sehr viel ruhiger und andererseits aber auch irgendwie auf eine Art sehr viel turbulenter. Außerdem wisst ihr ja, dass ich einen Ehrenamtsjob in einem buddhistischen Zentrum habe, einen sehr großen Job, mit sehr viel Verantwortung und die neigt sich immer zum Ende des Jahres. Direkt kurz vor Weihnachten steht da immer die Hauptarbeit an. Ich weiß nicht, inwieweit ich hier darüber erzählen darf, ohne dass es vielleicht auch unerlaubte, unerwünschte Werbung ist, aber in jedem Fall ja, steht das immer direkt vor Weihnachten an. Unglücklicherweise immer wirklich direkt vor Weihnachten. In den letzten Jahren war es immer irgendwie 1, 2, 3 Tage vor dem 24. Und auch dieses Jahr wird es nächste Woche zwischen 21. und 23. stattfinden, dass ich da einen ganzen Tag für verbringen muss. Und die Vorbereitungen dafür, die liefen nun jetzt auch schon in dieser und zum Teil auch schon in der letzten Woche, um dieses Event vorzubereiten. Da müssen Materialien gekauft werden und ganz viel am Computer gemacht werden und so weiter.
Und nächste Woche geht es dann daran, Dinge zu versenden. So viel kann ich, glaube ich, schon sagen. Und viele Dinge zu versenden, so um die 600 Sachen zu versenden und zu verpacken. Und ja, das ist schon gar nicht so wenig. Und wir tun das hier eben dann jetzt zu dritt, alleine, aber eben auch nicht mehr mit dem großen Team, wie wir es mal vor vielen Jahren gemacht haben. Viele buddhistische Freunde, die dann da mitgeholfen haben. Das ist inzwischen ein bisschen anders, sicherlich auch aufgrund der Umstände, die gerade herrschen und in den letzten Jahren herrschten, ist es inzwischen eher so ein Einzeljob von mir geworden und meine beiden Männer unterstützen mich da tatkräftig. Aber auch das steht jetzt gerade noch direkt an. Ja, und so ist es einerseits irgendwie ruhiger. Wir versuchen auch diese ruhige Zeit zu genießen, zu zelebrieren, die Vorweihnachtszeit wahrzunehmen, im Herzen aufzunehmen. Aber andererseits tut sich einfach auch sehr viel, was für mich eher schon so Richtung Januar und Neujahr gehört. Und das ist eine sehr spannende und irgendwie auch komische Mischung. Und was mir in dieser Woche dabei sehr gut getan hat, ist tatsächlich die Möglichkeit für mich, meine ganz eigene Möglichkeit, Freude und Ruhe, Entspannung, Dankbarkeit in den kleinen Dingen zu finden. Das klingt so banal wahrscheinlich und eher so abgedroschen, als hätte ich das aus irgendeinem Buch oder aus irgendeinem Magazin entnommen. Aber es ist tatsächlich so. Ich brauchte und brauche für meinen Ausgleich nicht irgendetwas Großes. Hier so ein Feuer zu haben und so eine starke Wärme zu empfinden, das macht mich sehr, sehr dankbar. Ich habe gerade einen super leckeren Tee, den ich so sehr genieße, Schluck für Schluck, und es macht mich sehr, sehr dankbar. Und hinter mir mein Bücherregal und einige Dinge darauf, die ich sehr, sehr gerne habe, macht mich sehr dankbar. Aktuell viele Bücher in diesem Regal zu haben, die ich noch gar nicht gelesen habe, und zu wissen, ich habe die Möglichkeit, dahin zu gehen und mir einfach nur eins auszusuchen, macht mich sehr dankbar. Und ja, so gibt es gerade ganz viele Kleinigkeiten, die mich den ganzen Tag über begleiten und ich diese Freude und Dankbarkeit so stark empfinde. Und ich mich einerseits sehr anspruchslos fühle, wenn ich merke, dass mich eben solche Kleinigkeiten schon so dankbar machen. Und zum anderen aber auch mich sehr gut versorgt fühle. Die Bücher zu haben, ich weiß gar nicht, ob sie mir alle gefallen. Viele sind aus Buchtauschläden. Dachte ich, ja, das klingt total toll, das möchte ich mal lesen, habe es dann mitgenommen, kam aber dann gerade nicht dazu. Sodass ich gar nicht weiß, ob die Bücher alle gut sind und ob sie mir alle gefallen werden. Aber versorgt zu sein, zu wissen, ich habe Bücher, auf die ich zurückgreifen kann, dafür bin ich sehr dankbar und ich fühle mich sehr reich dadurch, sehr reich versorgt, fast schon überversorgt. Das ist mir eigentlich schon zu viel. Aber ja, ich fühle mich unglaublich reich dadurch, dass ich so viele Kleinigkeiten so arg zu schätzen weiß. Und ja, vielleicht denkt ihr jetzt, oh, immer wieder das Thema Dankbarkeit, das ist in den letzten Wochen irgendwie ständig so, dass das mein Wochenfazit ist. Aber es ist gerade auch einfach so. Ich empfinde immer wieder tiefe Dankbarkeit für die alltäglichen Dinge, immer wieder für andere alltägliche Dinge. Aber es ist ein großes Thema gerade für mich. Und vielleicht ist es auch einfach gut und richtig so, in der Vorweihnachtszeit so viel Dankbarkeit zu erfahren und zu empfinden. Das ganze Jahr sollen wir uns in Dankbarkeit üben. Ihr kennt es bestimmt, Dankbarkeitstagebücher und Dankbarkeitsrituale und so weiter. Und wir sollen lernen, Dankbarkeit zu empfinden. Nun empfinde ich schon einige Wochen tiefe Dankbarkeit und fange fast schon an, mich dafür zu entschuldigen. Also nein, ich nehme das hin, freue mich darüber und lasse euch ehrlich daran teilhaben. Auch wenn es nichts Spannenderes zu erzählen gibt als meine Dankbarkeit, so ist es nun mal. Erzählt mir sehr gerne, was eure Woche erleichtert, verschönert hat oder auch, was sie dunkel gemacht hat. Erzählt auch das gern, wenn ihr mögt. Lasst uns austauschen, wie es uns geht. Und ich hoffe sehr, ihr habt eine ganz tolle nächste Woche. Nächste Woche ist es ja dann auch schon soweit. Weihnachten ist schon so kurz da. Ja, wir werden uns ja, gemeinsam auf diese Zeit freuen, hoffe ich doch sehr. Freust du dich auf Weihnachten? Auch das schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Heute erstmal einen ganz schönen 4. Advent. Macht es euch richtig, richtig schön. Und ja, genießt diese letzte Woche der Vorweihnachtszeit, so gut ihr könnt. Nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt und mögt. Und ja, wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao!